Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo, guten Morgen zusammen. Machen wir ein 3-Karten-Reading und schauen, was Sie hier gesagt kriegen. Da geht es immer darum, dass wir uns angucken, was ist die Ausgangssituation, was ist der Faktor in der Mitte und wo kommen wir dann raus. Wow. Also rauskommen wir schon mal in Freude und Erfolg. Wir kommen hier unterm Deck auch auf die Wahrheit der Dinge. Wir gestehen uns hier einiges ein. Wir haben natürlich hier mit dem Bär an der ersten Stelle auch die Qualität der Genesung. Ne? Ich lasse mal noch ein paar Lennys drauf springen, dann kann ich ein bisschen genauer was sagen. So, jetzt können wir gucken. Hier kriegen wir irgendwie sowas wie ein Geheimrezept. Ne? Hier unten haben wir noch das Buch für eine Situation, die bei jedem von uns unterschiedlicher Art von Ursprung ist. Denkt immer dran, es ist eine Kollektivlegung. Man muss das auf seine Dinge münzen und mal kann man es und mal nicht. Ne? Mit dem Bären hier haben wir das Thema Genesung, Vertrauen, eigene Größe, Schutz, Geborgenheit. Alles, was man damit assoziiert eben, macht ja auch jeder ein bisschen anders. Und die Karte kommt, um uns ins Gewissen zu rufen, dass Genesung auf allen Ebenen geschieht. Dass wir sie zulassen dürfen, sprich auch diese Zeit zu nehmen, zu regenerieren von den Erfahrungen des Lebens. Hier können sie aus dem Beziehungskonstrukt kommen. Hier können Kreisläufe sich verändern im Leben, Zyklen. Für einige ist es vielleicht an der Zeit, an sich das Beziehungsleben. Wir haben den Ring dabei, die Verbindungen, alles was verbindlich ist, hier neu aufleben zu lassen. Und hier darf man auch davon ausgehen, dass man selber für andere ein Teil von Genesung ist. Ne? Egal wessen Gegenpart du bist, hat er auch Themen, die er bearbeitet und man spielt sich gegenseitig in die Karten, ne? Sozusagen. Es geht um das Errichten eines stabilen Fundamentes, das uns erlaubt, den Herausforderungen des Lebens gut zu begegnen. Es geht um unseren Boden, um das Gerüst, auf das wir bauen. Wenn wir uns nicht vital fühlen oder ich sage mal, das Leben, das macht einen ja manchmal auch fertig, ne? Dann ist dieser Boden holprig und wackelig und du kannst nicht vertrauensvoll darauf stehen und das ist hier dieser Ausgangspunkt. Wenn ich jetzt mal nur die Lennys nehme, sehe ich schon wieder, es hat was mit unseren Familienthemen zu tun, mit unserem Beziehungskonstrukt, mit etwas, was uns verbindlich lange geprägt hat, wieder aufgetaucht ist. Hier sieht man vielleicht auch einen kürzeren Weg, einen verkürzten Weg, einen Weg, wo man sagt, so hier ist jetzt auch mal gut, ich nehme mich raus, ich brauche die Zeit für mich. Und es geht um unser eigenes Leben. Ne? Auf welchem Boden bauen wir? Wenn wir jetzt alle die Themen Beziehung und Familie nicht hätten, würden wir ganz anders dastehen. Aber es ist halt leider nicht möglich. Es geht auch um die Themen, wo wir innerlich einen Kampf führen, wo etwas in uns nicht in Harmonie ist, wo man das Gefühl hat, ich bin abgekämpft, ich komme nicht in die Situation,
wo ich aus meiner eigenen Energie wieder was zum Wachsen bringen lassen kann. Hier haben wir das Wachstum und den Kampf damit. Hier darf sich etwas harmonisieren. Es geht um die Erfüllung im Leben, das Erfülltsein, sich erfüllt fühlen. Problem ist, dass man sich an dieser Position nicht nur zurücklehnt und wartet auf irgendetwas, sondern man nimmt das Ding in die Hand. Man geht in dem Gewissen voran. Wir haben hier den Baum, der bringt Früchte, dass irgendwann etwas bezahlt wird oder die Ernte eingefahren wird. Es geht auch darum, nicht zu unterdrücken, was Genesung bedarf. Und es geht darum, sich die Zeit zu nehmen, in seine Projekte zu investieren, voranzuschreiten in seinem Tempo. Denn hier kommt praktisch das, was wir investiert haben, hier raus am Ende. Ne? Hier haben wir auch die Sommerenergie dabei, da wächst und gedeiht etwas besonders gut. Man macht die Dinge mit Hingabe. Grüße an Uta, Gärtnerenergie. Und wenn man sich gut um seine Projekte gekümmert hat, kommt später dann die Ernte und die Anstrengung, die man dafür hatte, mit der wird man belohnt. Ne? Man genießt dann die Früchte seiner Arbeit sozusagen. Das steht hier an. Wo kommen wir dann raus? Wir kommen hier in eine Veränderung rein, die auch wieder alle mitnimmt. Ne? Wir haben Familienthemen, beziehungsverbindliche Themen. Und wir haben hier tatsächlich eine Veränderung, die wieder was in Bewegung bringt. Da erwartet uns Freude. Da ist der Erfolg zu sehen am Ende. Aus dieser Position heraus ist dann auch wieder alles möglich. Man guckt auf das, was man errungen hat, was man geschafft hat. Man spürt, dass es sich rentiert hat. Ja? Man hat so auch dieses Ding von, ich bin erfolgreich, ich habe etwas gemeistert, ich habe etwas durchgezogen. Und auch wenn wir auf unserem Erfolgsweg manchmal straucheln oder die Früchte eben jetzt anders sind als geplant, sollten wir nicht darin verharren, sondern einfach weitermachen. Hat man so mit diesem Wachstumsprozess einfach die Erfolgsquelle angezapft und geht mit einer Erneuerung, mit einer Sache, wo man sozusagen in Reha war für sich selber, weiter. Und von da aus ist der Kampf ein bisschen weniger und die Freude ein bisschen mehr. Da haben wir ja noch den Kolibri dabei, der für dieses Thema steht. Und da sind wir so genesen und jetzt ist es das Spezielle, wenn man mit 2 Decks arbeitet. Von diesem Punkt aus öffnet man sich auch wieder mehr der Geselligkeit, den anderen, dem Leben. Man hat das Gefühl, man hat das Leben in der Hand auch. Und man spürt auch die Freude am Prozess. Ne? Also man hat so dieses Ding, etwas hat sich gelohnt, etwas hat sich rentiert und man ist nicht über seine Grenzen gegangen, sondern hat kontinuierlich an seinen Dingen gearbeitet. Man ist stark geblieben und man hat so diesen, ja, nennen wir es Triumph am Ende in der Hand. Schöne Legung. Der Eisvogel. Ich verhelfe dir zu mehr Romantik, Liebe und Freiheit. Fürchte nicht das Unbekannte. Lerne immer wieder neue Dinge. Behalte einen offenen Geist und die neuen Dinge werden zu dir kommen. Hier ist das Unbekannte. Ne? Hier macht man mal etwas so, obwohl man sich nicht auskennt und man zieht es durch und hat dann hier ein mordsmäßiges Ergebnis am Ende. Das sind mir zu viele. Hier kann man sogar Träume verwirklichen und ist noch begleitet vom Schutzengel. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.